Kennst du das? Du siehst dir den Surf Forecast an, glaubst, es wird ganz gut werden, fährst voller Vorfreude zum Spot und dann, Bedingungen sind richtig mau und deine Erwartungen sind enttäuscht. Die Wellen sind vielleicht viel wilder, als du dachtest oder viel zu klein zum Surfen. Und das, obwohl der Forecast noch ganz gut aussah, oder? Wenn du wissen willst, wie man einen Forecast nicht nur ansieht, sondern auch richtig interpretiert, dann bleib jetzt dran, denn genau das lernst du in diesem Video. Damit herzlich willkommen zu diesem Surf Forecast Tutorial. Das Ganze machen wir jetzt in 3 einfachen Schritten. Erstens, wir sehen uns die Basics an und klären alle grundlegend wichtigen Bausteine, die im Surf Forecast wichtig sind. Zweitens, dann zeige ich dir, wie du diese Bausteine in ihrem Zusammenspiel richtig interpretierst. Und drittens, zu guter Letzt, wie du das Wissen in der Praxis mit den örtlichen Gegebenheiten deines Surfspots richtig zusammenbringst und anwendest. Wenn du jetzt dran bleibst, wirst du deutlich mehr Surf-Sessions in besseren Bedingungen haben und kannst dir in Zukunft mühselige Spot-Checks sparen. Für den Anfang steigen wir jetzt ein in die grundlegenden Elemente eines Surf-Forecasts. Es gibt verschiedene Seiten, über die ihr euch einen Surf-Forecast holen könnt oder auch Apps. Wir benutzen jetzt heute einmal für das Beispiel surfline.com. Dafür gehen wir einfach mal auf die Seite. Ich habe die hier schon geöffnet. Ihr könnt aber natürlich auch andere Seiten verwenden. Die Informationen sind in der Regel die ähnlichen. Wenn ihr auf der Seite jetzt von surfline.com seid, dann könnt ihr hier oben zunächst mal für einen bestimmten Spot euch einen Forecast suchen. Wir machen das Ganze jetzt mal beispielhaft für Tonell. Das ist hier quasi der Stadtstrand von Sagres. Wenn der Strand eine Webcam hat, so wie jetzt hier in diesem Beispiel, dann seht ihr auch direkt, wie die Bedingungen gerade live vor Ort sind. Das ersetzt ja quasi den Spot-Check und das Hinfahren zum Strand. Wenn ihr dieses Video nicht habt, und bei den meisten Stränden ist das so, da gibt es zum Glück auch keine Webcam, dann bleibt das Ganze auch immer ein bisschen ein Spiel und ein bisschen mit seiner eigenen Erfahrung kann man dann ganz gute Sessions finden, ohne dass einem zu leicht gemacht wird. Dann sehen wir jetzt erstmal ganz grundlegend, welche Informationen hier sind. Also surfline.com macht das so, es machen auch manche andere Seiten, dass sie quasi für euch versuchen zusammenzufassen, wie die Bedingungen sind in Form eines Ratings. Dieses Ratings jetzt hier sagt pur, das passt auch ungefähr zu dem, was wir gerade im Video gesehen haben. Ich würde mich aber nie allein auf dieses Rating verlassen, denn ganz oft liegt das daneben und gerade wenn man Spots besonders gut kennt, weiß der ein oder andere, dass manchmal, obwohl das Rating schlecht ist, die Bedingungen vielleicht gar nicht so schlecht sind, wie das jetzt hier den Anschein erweckt. Im Surf Forecast gibt es in der Regel 3 wichtige Kernelemente. Zunächst mal natürlich die Wellengröße, weil wir wissen wollen, wie hoch die Wellen sind, in die wir gehen. Als zweites die Windrichtung, weil die einen starken Einfluss darauf hat, wie die Session am Ende ist. Und als drittes natürlich, ob Ebbe oder Flut ist, sprich die Gezeiten. Wenn wir uns das Ganze auf der Seite angucken, gibt es zu der Wellengröße 2 Angaben. Einmal die Surf Height und den Swell. Was hier der Unterschied ist und wie man das interpretiert, erkläre ich gleich. Dann den Wind findet ihr nebendran, seht ihr direkt mit der Richtung angegeben und einer kleinen Karte, erzähle ich auch gleich noch was dazu. Und dann nebendran nochmal die Tide, sprich die Gezeiten, wo man dann sehen kann, wo auf der Tidenuhr wir gerade stehen, ob Ebbe oder Flut ist oder irgendwas zwischendrin. Genauso könnt ihr daran ablesen, ob das Wasser kommt oder geht. Hinten dran seht ihr noch die Temperatur, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, welchen Wetsuit man sich anzieht. Jetzt ist es das im Grunde. Wichtig ist jetzt nur, ein paar ganz elementare Dinge zu verstehen und das lernen wir jetzt in Kapitel 2, nämlich wie man das, was man dort sieht und liest, auch richtig interpretiert. Steigen wir direkt ein mit der Wellengröße. Wir haben hier gesehen, es gibt hier 2 Angaben und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sind hier 2 Angaben? Wichtig zu verstehen, die Wellengröße hier vorne, die Surf Height, die hier mit 0 bis 1 Fuß angegeben ist, das ist die Brandung, sprich das, was an eurem Spot tatsächlich ankommt. Ihr seht jetzt auch, das ist in Fuß angegeben. Ihr könntet das natürlich auch in Meter umstellen. Klassischerweise werden Surf Forecasts in Fuß angegeben und 1 Fuß sind etwa 30 cm, nur für euch so als Umrechnung. Das zweite, was wichtig zu verstehen ist, prüft immer, ob eure Skala hier in Surfline oder auch in jedem anderen Surf Forecast auf die hawaiianische Skala oder auf die nicht hawaiianische eingestellt ist, wenn das hier in Fuß angegeben ist, weil das macht auch einen großen Unterschied. Die hawaiianische Skala ist wird die Wellengröße von der Rückseite der Welle Wasseroberfläche bis zum Peak gemessen, sprich 2 bis 3 Fuß, die dort angegeben werden, sind viel größer in der nicht hawaiianischen Skala, weil die nicht hawaiianische Skala, so wie sie hier auch angegeben ist, die Wellengröße vor der Welle misst, sprich komplett vom Wellental
bis hoch zum Peak der Welle. Wie viel an eurem Spot tatsächlich ankommt, kann sich komplett von dem unterscheiden, was auf den Weg zu diesem Spot gesendet wurde. Das seht ihr nämlich jetzt hier genau an der zweiten Angabe, dem Swell. Der Swell sagt quasi aus, was auf offener See oder wie groß die Wellen auf offener See sind, die in eine bestimmte Richtung laufen, die hier hinten auch nochmal in Grad angegeben ist. Und ihr seht jetzt hier in unserem Beispiel direkt, hey, hier sind doch irgendwie 3 Angaben. Ja, es kann natürlich sein, dass 3 unterschiedliche Wells über das Meer geschickt werden, weil sie an verschiedenen Orten einfach entstanden sind. Hier seht ihr mal, die kommen alle aus einer ähnlichen Richtung in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Perioden. Die Periode ist hier auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Angabe, immer angegeben in Sekunden und ganz grundsätzlich, das könnt ihr euch merken, je kleiner die Periode, desto weniger Kraft haben die Wellen. Je größer die Periode, desto mehr Kraft werden die Wellen haben, die zu euch unterwegs sind. Eine 5-Sekunden-Periode ist etwas, was man zum Beispiel auch in der Nordsee findet und das entsteht durch Windswells, die nur in der Nähe der Küste quasi entstehen, die nicht lange Zeit hatten, dann zu reisen. Dagegen unterscheidet man Perioden von über zum Beispiel 11, 12 oder noch deutlich mehr Sekunden. Es gibt auch seltene Tage, da erreichen Perioden schon mal 20, 21, 22 Sekunden. Das sind dann sogenannte Ground Swells. Und Ground Swells sind Wellen. Wellen sind ja nichts anderes als Energie, die über einen sehr, sehr langen Weg übers Meer gereist sind und zum Beispiel in einem richtig großen, starken Sturm in einer ganz anderen Ecke des Ozeans entstanden sind. Sprich, merkt euch, es gibt Windswells, entstehen irgendwo durch ein bisschen Wind nah an der Küste, haben kleine Perioden. Es gibt Ground Swells, die sind sehr lange gereist, haben sehr viel Energie und Kraft, sind weit weg entstanden. Als nächstes der Wind. Für uns, wir wollen eigentlich immer entweder ganz wenig Wind nur oder einen leichten Offshore-Wind. Das heißt Wind, der ablandig vom Land aufs Meer raus weht, weil der die Wellen schön sauber macht. Das Gegenbeispiel wäre ein Wind, der vom Meer aufs Land weht. Das drückt die Wellen in der Regel platt. Ihr seht dann hier neben dem Wind auch nochmal die Karte, die die Windrichtung zeigt in Relation zu eurem Spot. In dem Fall wäre jetzt hier Tonnell und die Windrichtung wäre genau parallel zum Strand. Ist auch nicht optimal. Ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Wenn ihr dann weiter guckt bei den Gezeiten, seht ihr hier dieser vertikale Strich, sagt euch an, wo auf der Uhrzeit ihr seid. Wir sind hier kurz vor 3 Uhr und das ist jetzt hier in dem Fall genau mit Tide. Und die Tides, also die Gezeiten, die ändern sich natürlich von Tag zu Tag. Die schieben sich so um 45 Minuten, schiebt sich das Hoch und das Low immer nach hinten und geht etwa im 6 Stunden und ein paar zerquetschte Minuten Rhythmus läuft das so durch. Die können natürlich jetzt auch unterschiedlich sein. Manchmal fällt die deutlich stärker aus, die Flut und die Ebbe, als an anderen Tagen. Das hängt davon ab, wie der Mond gerade steht, ob Vollmond ist oder nicht. Dann wirkt er sich entsprechend stärker oder weniger stark auf die Gezeiten aus. Und die Gezeiten sind wichtig zu verstehen. Auch hier wieder, es gibt manche Spots, die sind bei Ebbe nicht zu surfen, weil dann einfach das Wasser viel zu niedrig ist. Und manche Reef-Spots funktionieren zum Beispiel nur bei High Tide. Andere funktionieren nur bei Low Tide, weil sonst die Wasserhöhe zu groß ist und die Wellen dann nicht brechen. Man hat dann nur vorne einen Shore Break. Entsprechend auch hier wieder wichtig zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich euer Spot? Ist das ein Spot, der eher bei Ebbe, eher bei Flut funktioniert? Manchmal funktionieren Spots auch die kompletten Tides durch, gibt es auch. Und wenn es dann noch ein Beach Break ist, dann kann man eigentlich manchmal gar nicht genau sagen, wann der jetzt gut funktioniert. Also es gibt dann so Tendenzen bei manchen Stränden, die funktionieren trotzdem auch eher bei Low Tide gut, manche eher bei High Tide gut. Aber da hängt es dann schon auch davon ab, wie die Sandbänke liegen. Hier zum Beispiel in der Algarve ist das schon, vor allem an der Westküste so, es gibt Zeiten, da ist Low Tide die beste Zeit, um surfen zu gehen. Dann ein paar Wochen später haben sich die Sandbänke neu sortiert und auf einmal ist die High Tide die beste Zeit, surfen zu gehen. Ja, das heißt, betrachtet immer auch den Spot mit seinen lokalen Gegebenheiten, wenn ihr auf diesen Forecast guckt. Wir gehen noch mal einmal ein Stück weiter, weil hier im Surf Forecast, also nicht umsonst Forecast, man kann hier immer auch in die Zukunft quasi ein Stück weit gucken, wenn man Premium-Zugang hat, ein paar Tage länger, als wenn man den nicht hat. Dann sieht man hier unten jeweils für die Tage, wie sich die Bedingungen im Zeitverlauf ändern. Wenn man dann hier reingeht, das noch aufhört, kann man sich noch ein bisschen ausklappen. Das ist nämlich auch immer ganz interessant. Wenn man einen Surf Forecast anguckt, lohnt es sich schon auch zu gucken, wie entwickelt sich das denn die nächsten Stunden. Bleibt das Ganze stabil, werden die Wellen deutlich größer und man wird dann auf einmal überrascht in der Session. Das passiert manchen Leuten auch manchmal. Oder geht man gerade los, wenn das Swell einfach komplett am Absterben ist und ist dann vielleicht eigentlich zu spät, sollte ein bisschen eher gehen.
Ihr seht hier nochmal wieder den Primary und den Secondary Swell. Eine Grundregel. Wenn hier nur ein Primary Swell ist und sonst keine Secondary Swells, dann sind die Bedingungen in der Regel deutlich, deutlich besser, als wenn hier noch Secondary Swells mit drin sind, weil die sich dann überlagern und das den ganzen Surf eigentlich deutlich wilder macht. Jetzt ist es ein schönes Beispiel. Stellt euch vor, ihr seht hier oben einfach nur, okay, die Wellengröße sieht irgendwie ganz passabel aus und es ist Offshore-Wind. Ja, mega, muss richtig, richtig gut sein jetzt an dem Spot. Ich fahre da mal hin. Ja, dann kommt ihr an und seht, irgendwie ist es durcheinander, irgendwie ist es wild, irgendwie laufen die Wellen nicht richtig. Ja, dann ist höchstwahrscheinlich, sind dann hier mehrere Swells drin, die sich gegenseitig überlagern und sich gegenseitig auch behindern. Entsprechend war es dann nichts. Und das ist ein Fakt, der ganz oft übersehen wird, wenn man einen Surf-Forecast interpretiert. Das heißt, ihr müsst immer angucken, wie sind diese Sekundär-Swells, sind welche da, dann tendenziell sind die Bedingungen eher schlechter. Und nicht nur die Brandungshöhe und die Windrichtung angucken, sondern auch sind mehrere Swells im Wasser. Also die Kombination von den 3 Sachen, wenn ihr die anwendet und da ein bisschen drauf achtet, wird es euch deutlich einfacher machen, eine gute Interpretation für einen Spot zu bekommen. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen, bevor wir in das 3. Kapitel einsteigen. Erstens, Wellengröße ist wichtig, aber in Kombination mit der Windrichtung, da immer darauf achten, dass der Wind möglichst wenig ist oder Offshore-Wind. Plus in Kombination, wie viele Swells sind eigentlich unterwegs, die an meinem Spot dann höchstwahrscheinlich ankommen werden. Denn je mehr Swells da draußen unterwegs sind, die sich überlagern, auch noch mit unterschiedlichen Perioden, desto wilder ist es in der Regel. Wir gehen rein in Kapitel 3. Und das ist jetzt das, wo ich sage, was es noch braucht, um einen Surf-Forecast gut zu interpretieren, ist ganz klar Erfahrung mit den Spots, an denen ihr surft. Ich hatte schon erwähnt, es ist schwer, ohne die Gegebenheiten von einem Spot zu kennen, direkt einfach nur aus den Zahlen abzulesen, ob jetzt die Surf-Session gut sein wird oder nicht. Es braucht ein bisschen Übung, macht ein Surf-Tagebuch, fahrt zu den Spots, guckt sie euch an und beobachtet ganz bewusst, was ihr vorfindet, wenn ihr für einen bestimmten Spot einen Forecast vorangesehen habt. Es gibt Spots, die sind richtig gut gesheltert und da ist eigentlich die Wellenhöhe hier vorne immer recht niedrig angegeben. Und dann kann man da aber drüber ablesen und wenn man eine Erfahrung hat, naja, wenn hier der Swell, der Open Sea Swell zum Beispiel über 15 Fuß groß wird, dann kommt da trotzdem eine Welle an diesem richtig krass geshelterten Spot an und man kann da eine gute Session haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir die Spots angucke, ich muss verstehen, ob die bei welchen Gezeiten die ganz gut funktionieren. Und wenn es Beachbreaks sind, die sich ständig ändern, dann muss ich es einfach im Zeitverlauf beobachten. Dann gibt es keine allgemeingültige Regel, sondern es ist so, hier gibt es aktuell eine gute Sandbank, ist super. Vielleicht mal gucken, vielleicht ist die eine Woche, dafür ist auch nur ein Tag da. Das macht ja auch Surfen auch ein Stück weit aus. Man weiß ja nie genau, wie es wird. Egal wie gut die Forecasts sind, die man dort liest und versucht zu interpretieren. Aber es geht da auch gar nicht darum, immer richtig zu liegen, sondern die Chance oder die Wahrscheinlichkeit für eine gute Session zu erhöhen. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch immer mehrere Informationsquellen verwenden, um euch selber einen Surf-Forecast leichter interpretierbar zu machen. Zum Beispiel, was ich manchmal mache, dass ich von Windy oder von Windguru mir die Windrichtung geben lasse, weil die vielleicht ein bisschen präziser sind, dann gar nicht so sehr drauf gucke, was ein Surfline ist. Manchmal gucke ich bei surfforecast.com, wie dort die Energie ist. Das finde ich, ist dort immer ein bisschen präziser angegeben. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Wichtig ist nur zu verstehen, es gibt verschiedene Quellen und man kann verschiedene Quellen auch kombinieren, um noch ein bisschen besseres Bild zu bekommen darüber, wie die Spots vielleicht am Ende dann tatsächlich laufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, kommentiert auch gerne, wie ihr euren Surf-Forecast macht. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Teilt das gerne mit uns allen. Am Ende werden wir alle zusammen besser und dann freue ich mich auf euch. Wir sehen uns im nächsten Tutorial oder in der nächsten Session. Macht's gut und bis bald.